Ich zeige euch heute, wie ihr diesen Wackeleffekt an unserem Baum erzielt. Wichtig ist, dass euer Baum in dem Fall leicht über der X-Achse liegt. Warum, erkläre ich euch gleich. Wir erzielen diesen Effekt mit einem Shader und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ihr geht dazu auf euer Sprite 2D, geht dann rechts runter auf Material und fügt diesem ein neues Shader-Material hinzu. Dann öffnet sich hier das kleine Fenster. Und dann geht ihr hier auf Shader und fügt dort ebenfalls einen neuen Shader hinzu. Habt ihr diesen hinzugefügt, dann sieht das in etwa so aus. Links habt ihr euren Shader und hier rechts ist es fast leer. Ihr könnt auch das ganze Ding einmal löschen. Ganz oben kommt dann einmal hin Shader-Typ Canvas Item. Das ist quasi in dem Fall einfach unser Sprite 2D. Dann fügen wir zwei Variablen hinzu, und zwar zweimal ein Float, einmal Shake Intensity mit dem Wert 1 und einmal Shake Speed mit dem Wert von 20. Shake Intensity oder eben einfach die Stärke, in welcher der Sprite dann sich hin und her schüttelt. Und Speed ist quasi einfach die Geschwindigkeit, in dem das Ganze passiert. Runter fügt ihr eine Funktion hinzu, und zwar die Void Vertex. Darunter fügt ihr dann ein Vektor 2 hinzu mit dem Namen Shake. Darunter dann eine if-Abfrage. Und zwar Vertex.y soll kleiner sein als 0. Das liegt daran, weshalb wir den Baum hier auf die X-Achse gelegt haben. Denn alles, was in dieser if-Abfrage passiert, wird auf alles angewendet, was eben ins y, ins Minus einfach geht. Also alles, was höher ist als 0, auf das wird es eben angewendet. Dann kommt als nächstes Shake.x. Dann einmal eine Sinusberechnung. In diese schreibt ihr Zeit, also Time. Multipliziert ihr mit unserem Shake Speed. Addiert ihr mit Vertex.y. Und dieses wird dann nochmal multipliziert mit der Shake Intensity. Und drunter kommt dann nochmal Vertex.xy ist plus gleich Shake. Sobald ihr das so aufgeschrieben habt, werdet ihr schon merken, dass der Shader schon in Aktion ist, indem ihr seht, dass der Baum eben wackelt. Das werden wir jetzt erstmal deaktivieren. Dazu setzt ihr die Shake Intensity auf 0. Ich zeige euch jetzt noch ein Beispiel für die Funktion, so wie es im Beispiel am Anfang gezeigt wurde. Um auf die Variable zugreifen zu können, eben die Shake Intensity. Material.setShader Parameter und dann in Klammer eben Shake Intensity, eben eure Variable, mit der Stärke. In dem Fall habe ich jetzt 0,5. Dann erstellt ihr einen Timer, der auf 1 Sekunde bei mir jetzt eingestellt ist. Und danach setzt ihr das Ganze wieder auf 0, sodass er sich eben nicht mehr bewegt. Ganz wichtig, falls ihr von diesem Baum in eurer Szene mehrere habt, dann müsst ihr bei eurem Shader hier unten bei Resource, und zwar Local to Scene oder Local to Scene, müsst ihr aktivieren. Sonst, sobald euer Skript quasi das einmal aktiviert, würde es auf alle Bäume in eurer Szene gleichzeitig angewendet werden.